Ich stehe hier in der Hauptinszenierung unserer Ausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra und bin umgeben von 5 großen schwarzen Monolithen. Und es ist unschwer zu erkennen, dass wir hier auf die Monolithen von Stonehenge anspielen. Und hinter mir in einem langen hinterleuchteten Band ist auch Stonehenge zu sehen. Und auf der anderen Seite sieht man die Kreisgrabenanlage von Pömmelde, die ja viel mit Stonehenge zu tun hat, weil sie von gleicher Größe ist und von denselben Leuten im Prinzip errichtet, nämlich Leuten der Glockenbecherkultur. Die Monolithe, wenn Sie so wollen, diese Stonehenge-Monolithe, die verfügen über Öffnungen, und diese Öffnungen sind die Vitrinen, in denen wir einige der wichtigsten Funde der Bronzezeit zeigen. Und über uns wölbt sich ein Himmel, ein Kuppelgewölbe, das natürlich mit dem Pantheon beginnt. Die Pantheonkuppel war für 2 Jahrtausende der größte Kuppelbau der Welt, und diese Pantheonkuppel stellt nichts anderes dar als den Himmel. In der Mitte hat sie ein rundes Loch, das wir hier nachempfunden haben. Und die Bildschirme zeigen nun verschiedene Dinge, nicht nur die Pantheonkuppel, sondern beispielsweise auch eine andere Scheibe, eine ganz bedeutende Scheibe, nämlich Voyager Golden Record, also eine Scheibe in Größe einer Langspielplatte und auch ablesbar und hörbar wie eine Langspielplatte, auf der wichtige menschliche Zeichen dargestellt sind, Codes, die von Außerirdischen irgendwann einmal gelesen werden sollen. Es gibt weitere Inszenierungen in dieser Kuppel, beispielsweise fallende Bronzebeile oder aber auch einen binären Code, der hier auf diese Stonehenge-Monolithen herunterfällt, die dann plötzlich wirken wie riesige Server. Und das zeigt uns natürlich, dass die Bronzezeit direkt mit unserer Zeit verbunden ist. Denn in der frühen Bronzezeit werden Dinge erfunden, die uns völlig selbstverständlich erscheinen. Arm und reich, stark und schwach, und große soziale Unterschiede, die, wenn wir hier die grünen Zahlen auf diese symbolischen Server runterfallen sehen, uns zeigen, dass Information Macht ist. Und Information wurde als Machtsymbol und als Grundlage der Macht von den Mächtigen benutzt. Information ist auch heute die Quelle von Reichtum, und zwar von wesentlich größerem Reichtum als einfach nur Gold und Silber. Information war auch für diejenigen Menschen, die die Himmelsscheiben herstellte, wichtig und entscheidend und eine zentrale Quelle der Macht. Denn mit der Information und der Kenntnis, wie man einen wirklichen Lunisolarkalender macht, mit der Kenntnis und Information, wie man eine Mondfinsternis ausschließen oder möglicherweise vorhersagen kann, war natürlich die Masse der Menschen leicht zu beeindrucken. Und man zeigte selbst seinen nahezu göttlichen Status und seine Verbindung zum Himmel. Deshalb hatte auch jeder, der in einer solchen Kreisgrabenanlage stand, eine direkte Verbindung zum Himmel. Denn wenn man in Stonehenge steht oder in Pömmelde steht, dann ist der Horizont künstlich begrenzt, und durch den künstlichen Horizont schafft man automatisch eine Himmelskuppel, die sich über einem wölbt und die natürlich einen selbst ins Zentrum dieses Himmels stellt und eine Beziehung zum Himmel herstellt und gleichzeitig auch eine Beziehung zum Horizont, an dem die Sonne an gewissen Kalendertagen untergeht. Ein Ort, an dem man große Inszenierungen macht, ein Ort, an dem man Opfer vollführt, ein Ort, an dem ein Fürst seine fürstliche Macht ausübt. Und insofern ist die Himmelsscheibe mit den Kreisgrabenanlagen verbunden, denn die Horizontbögen der Himmelsscheibe zeigen praktisch einen Plan von Stonehenge oder von Pömmelde, zumindest was die Ringe betrifft.